Das hier ist nicht die Zukunft. Das ist China. Heute. Roboter übernehmen Jobs. Autos sehen aus wie aus einem Sci-Fi-Film. Essen kommt einfach aus dem Himmel. Und genau deshalb sagen viele, China ist uns 50 Jahre voraus. Aber warum eigentlich? Und wie konnte es so weit kommen? Also ich bestehe uns gerade ein Taxi, aber es ist nicht irgendein Taxi, sondern ein Auto ohne Fahrer. Genau, ohne Fahrer. Das ist so krass. Ja, mal schauen, wie gut es funktioniert. Und hier ist er. Richtige Kennzeichen, ne? Ja. Ja. Genau, 8089. Oh, er fährt so weit. Hallo, ich bin hier. Ich bin hier. Okay. Boah, krass. So, Unlock. Ich kann hier jetzt öffnen. Dann. Es gibt hier keinen Fahrer. So, also ich konnte das gerade über die App öffnen. Jetzt kann ich das wieder schließen. Please start your trip. Ah, hier. Ja. Hier ist ein Display und ich muss erstmal hier Start drücken. Ja, okay. Yes. Perfekt. Boah, ich bin ein bisschen nervös, ja? Du musst nur uns anschneiden. Okay, ich bin angeschnallt. Ich noch nicht. Ah, hier. Okay. I agree. Und Start. So, jetzt We are abgeschlossen. about to start. Oh, er fährt los. Da vorne ist auch das Lenkrad zugedeckt, damit man nicht einfach reingreifen New kann. music, seat adjustment, intelligent voice chat, and Und man more sieht da features auch are now live. Ein riesiges Sit back Tablet, and enjoy your wo man autonomous journey. zuschauen kann, was er genau sieht auf der Straße. Also man sieht wirklich die Strecke, wie lange er fährt. Und man sieht diese ganzen Kegel da vorne sogar, die ganzen Wow. Menschen und die Autos auf der anderen Straße. Also das scannt wirklich die komplette Umgebung ab. Und wenn man Angst hat, kann man auch auf Assist klicken und dann bekommt man Hilfe. Aber bisher fährt er wirklich sehr sicher. Also ich bin echt beeindruckt. Alles sehr, sehr smooth. Hier gibt es auch einen ganz großen SOS-Knopf. Ich glaube, wenn irgendwas passiert oder so, dass der dann sofort anhält. Laut der App sind wir in 2 Minuten da und der hat uns gerade erinnert, dass wir alle unsere Sachen mitnehmen sollen und nichts vergessen sollen. So, nur eine ganz kurze Fahrt. Wir wollten euch das mal zeigen. Hier, jetzt sind wir an der Ampel und jetzt hält er auch ganz sicher hinter dem Bus. Man sieht hier auch die Menschen, die hier spazieren oder hier über die Straße gehen. We arrived. Please take your personal belongings. Okay, Pay attention. wir sind da. The exit to the car. Remember to close the door behind you. We look forward to Wir sind da. Wir sind sicher angekommen, Leute. Tür geschlossen. Bye, bye. In China gibt es nicht nur autonome Autos, sondern auch autonome Busse. Und ein Bus ohne Fahrer sieht genau so aus. Und damit werden wir jetzt fahren. Der Bus ist aber relativ klein für einen öffentlichen Bus. Also da passen vielleicht 10 bis 15 Leute Maximum rein. So sieht der Bus von außen aus. Sieht schon bequem aus. Wie man sieht, hier sind überall Kameras. Die nutzen sogenannte 360-Grad-Sensor. Also die Fahrt kostet auch nur 2 Yuan. Das sind gerade mal 25 Cent. Aber man kann den Bus auch eher mit einem Shuttlebus oder einem Shuttle-Service vergleichen als einen richtigen öffentlichen Bus. Okay, wir sitzen jetzt im Bus und ich muss sagen, ich bin so überrascht. Er fährt wirklich komplett alleine. Hier gibt es zwar einen Fahrer, aber er muss gar nicht eingreifen. Er ist nur so als Backup da, falls was passiert. Aber insgesamt macht der Bus alles alleine und es ist wirklich so angenehm, die Fahrt. Wie findest du es? Ja, die Fahrt ist wirklich sehr, sehr entspannt und ja, ich fühle mich auch wirklich sehr, sehr sicher, muss ich sagen. Also gar keine Probleme bisher gehabt. Einige Züge sind sogar auch fahrerlos, so wie hier zum Beispiel. Da steigen wir jetzt mal ein. Ihr könnt sehen, hier ist einfach kein Fahrer, hier ist nur ein Fenster und eine Sitzbank. Und man kann einfach zuschauen, wie der Zug losfährt. Eine Sache, die wir euch auch unbedingt zeigen wollten, ist dieses Instant-Essen hier. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, Instant-Essen, das gibt es doch überall, das ist nichts Besonderes. Aber dieses Instant-Essen ist sehr besonders, denn es geht hier nicht um den Inhalt, sondern um die Verpackung. Die Verpackung erwärmt das Essen einfach von alleine. Ihr braucht keine Mikrowelle, keinen Wasserkocher. Nur dieses Essen und vielleicht ein bisschen Wasser. Ich mache mal die Verpackung auf und zeige euch mal, wie das geht. Also hier habt ihr einmal die Anleitung, das ist zwar alles auf Chinesisch, aber das könnt ihr einfach mit Google, zum Beispiel Google Translate oder Apple Translate, übersetzen lassen. Und natürlich habt ihr auch die Verpackung. Sieht jetzt nicht besonders aus, aber das sollte eigentlich trotzdem funktionieren. Hier sind einmal die Zutaten, eine weitere Schüssel und nochmal mehr Zutaten. Fangen wir erstmal mit dem Reis an.
Das hier ist auch einfach ungekochter Reis. Hier sind übrigens auch Nummerierungen. Also hier beim Reis stand eine 1 und hier steht jetzt eine 2. Das kommt als nächstes rein. Sieht jetzt nicht so appetitlich aus, muss ich sagen, aber ich hoffe, es schmeckt trotzdem. Als nächstes die 3. Die Soße kommt erst später rein, laut der Anleitung. Dann kommt hier noch ein bisschen Wasser rein. Und jetzt kommt diese Heating Bag. Das macht dann das Essen warm. Die legen wir aber nicht in diese Schüssel, sondern in die schwarze Schüssel hier rein. Dann kippen wir nochmal ein bisschen Wasser rein in die Schüssel, also in die schwarze jetzt. Da ist auch eine Linie, wo da zeigt, wie viel Wasser wir rein tun sollen. Und jetzt packen wir das hier oben drauf, machen den Deckel rauf und stellen den Timer auf 15 Minuten. Ich habe den Timer jetzt erst angemacht und es fängt einfach an schon zu qualmen und zu blubbern hier drin. Das ging ja richtig schnell. Ist auf jeden Fall extrem heiß geworden, die Verpackung. Ich mache das mal auf. Wir haben hier noch die Soße. Ich glaube, das ist einfach Sojasauce wahrscheinlich. Ich mache erstmal nicht alles drauf, sonst ist das zu salzig. Und dann einmal durchmischen. Okay, Taste-Test. Es schmeckt tatsächlich wirklich sehr, sehr gut. Dafür, dass es nur 18 Yuan gekostet hat. Alles ist durch, das Fleisch ist durch, der Reis ist durch. Wirklich extrem praktisch, wenn man keine Mikrowelle oder einen Wasserkocher in der Nähe hat und irgendwie unterwegs ist, zum Beispiel im Zug. Auf jeden Fall richtig gut. Willst du auch mal probieren? Ist richtig lecker. Wenn man bedenkt, dass vor 15 Minuten noch alles roh war, ist richtig gut. Und ich finde, das ist auch eine richtig coole Sache. Ich habe das nirgendwo bisher gesehen, außer in China jetzt. Ist jetzt vielleicht nicht das Gesündeste, aber für zwischendurch, falls man nichts anderes hat, warum nicht? Falls ihr euch was zu trinken kaufen wollt, hier gibt es einfach einen Roboter, der euch bedient und euch die Getränke macht. Voll crazy, oder? Selbst das Kind da vorne zahlt mit einer Uhr, also sie zahlt mit einem Digitalcode. Das kleine Mädchen, da hat gerade das gekauft und jetzt holt er ihr, glaube ich, das Getränk. Yeah, er hat die Cola. Also es dauert schon wesentlich länger, als wenn ein Mensch das machen würde, aber das ist schon echt cool. China, einfach unsere Zukunft. Und jetzt winkt er noch zum Abschied. Wie cool. Also hier gibt es so die Basic-Getränke. Zum Beispiel Cola kostet auch nur 5 Yuan. Das sind nicht mal 1 Euro, ich glaube 80 Cent oder so. Also ist jetzt nicht überteuer. Ich finde das eigentlich voll okay dafür, dass man das von einem Roboter bekommt und an so einem random Stand. Ansonsten gibt es ja auch noch so Kaffee und Matcha und sowas. Aber das wird, glaube ich, von dem anderen Roboter da hinten zubereitet. Da ist nämlich noch so eine Hand. Die kosten ein bisschen mehr, so 10 Yuan, 12 Yuan. Das sind dann so 1,50 oder so. Also trotzdem sehr günstig. Also es sitzt hier schon jemand, aber der muss wirklich nicht viel machen. Er sitzt eigentlich nur am Handy und schaut nicht mal einmal hoch. Es scheint auch wirklich sehr, sehr gut besucht zu sein hier. Richtig voll. Verrückt, ey. Einige Hotels in China bieten auch Roboter-Service an, wie zum Beispiel unser Hotel. Was die Roboter bei unserem Hotel alles können, zeige ich euch aber drinnen. Hier zum Beispiel sehen wir einfach einen Room-Service-Roboter. Die Mitarbeiterin packt einfach das bestellte Essen in den Roboter rein. Und ab jetzt macht der Roboter eigentlich alles alleine. Er fährt selbst zum Aufzug in die richtige Etage und bringt dann das Essen bis vor die Zimmertür des Gastes. Wir laufen einfach gerade hier random rum und auf einmal sehen wir eine Roboter-Tanzshow. Wie cool ist das denn bitte? Die Tanzshow ist jetzt zu Ende und irgendwie war das richtig, richtig cool. Ich habe sowas noch nie in meinem Leben gesehen. Es war nicht perfekt, also einige Roboter haben zum Beispiel gar nicht getanzt und andere haben dafür aber umso besser getanzt. Aber es ist trotzdem richtig surreal und auch irgendwie was ganz Besonderes. China zeigt einfach unsere Zukunft. Nach der Tanzshow haben die Leute jetzt die Roboter hier abgelegt. Man kann sich die genauer anschauen. Die sind eigentlich gar nicht so groß, aber das ist wirklich so surreal. Ziehen gerade hier die Schuhe für die an und ich denke mal, die laden die wahrscheinlich wieder auf oder so. Man kann hier auch mit Robotern spielen und wenn ich das richtig übersetzt habe, kann man hier mit einem Roboter Schach spielen. Wenn man gewinnt, bekommt man wohl ein Preisgeld. Aber die Übersetzung funktioniert nicht komplett richtig, deswegen bin ich mir nicht ganz sicher. Das ist so ein Roboterhund, der kann auch Tricks. Der winkt, der winkt. Ein Herz, ein Herz. Oh mein Gott, wie süß. Sitzt und springen. Gibt es auch eine AI-Brille, die kann übersetzen
Und du kannst sie fragen. War komisch, man sieht so Hologramme. Ich weiß nicht, wie ich das antippe. Und die Brille redet mit dir. Witzig. Wow. Schon witzig. Hier sind auch ganz viele Roboter. Ich glaube, das sind diese Schachroboter, wo man was gewinnen kann. Aber ich bin mir nicht sicher. Hier gibt es auch niemanden, der irgendwas erklären kann. Und einen DJ-Roboter gibt es hier auch noch. Selbst die Handys hier in China sind sehr außergewöhnlich. Ich zeige euch mal, was sie alles so drauf haben. Das sieht jetzt aus wie ein ganz normales Handy. Aber man kann es einmal aufklappen. Jetzt ist es doppelt so groß. Und man kann es sogar noch einmal aufklappen. Jetzt ist es so groß wie ein iPad. Ideal, also wenn man Filme schauen möchte. Aber es trotzdem in die Hosentasche reinpassen sollte. So einen großen Bildschirm hat man jetzt. Ja. Und man kann den jetzt so anschauen. So. Und kein Problem. Jede Größe ist da. Für dieses große Handy gibt es auch einfach noch eine kleine Tastatur für unterwegs. Und man kann das hier sogar wie so ein Mauspad nutzen. Jetzt kann ich schreiben, zum Beispiel. Hallo. Okay, ich zeige euch mal was. Geht nicht. Is it not possible? How's it working? Okay. Bisschen weiter weg. Ah, okay. Oh, ja. Oh no! Okay, thank you. 对你的远一点，这个 Ah, ja. Ah, okay. Oh no! Ich probier's mal. Okay. Ja, ist okay. Ja. Nee, du musst, ja. Oh, Nein, no. oh. Okay. Wow. Thank you. Thank you. Ich nehme mal an, wie groß dieses Tablet ist. Es ist einfach ungefähr 2,5 Mal so groß wie meine Hand. Aber man kann es nicht mehr so benutzen, zum Beispiel TikTok schauen. Man kann es auch anders nutzen. Und zwar kann man das einmal halbieren. Man hat dann oben einen Bildschirm und unten einen Bildschirm. Und den unteren Bildschirm kann man sogar zu einer Tastatur machen und dann damit tippen. Diese Maschine hier ermöglicht, dass das Essen per Drohne geliefert wird. Denn das hier ist eine Drohnenlieferstation. Wenn ihr Essen also bestellt, wird es per Drohne hierhin geliefert und hier könnt ihr das dann abholen. Aber zuerst müssen wir den QR-Code scannen. Also das Ganze funktioniert über eine App und ihr könnt direkt sehen, es ist wirklich so viel Auswahl von Essen, Getränke, Dessert. Es ist wirklich alles dabei und auch bekannte Marken wie Shaki, Cotti Coffee, Männer Coffee. Also man findet dort auf jeden Fall was. Ich möchte aber einen Shaki halt bestellen. Und zwar kann man sich dann aussuchen, ob man mittel oder groß möchte. Wir nehmen einen großen, dann mit wenig Eis und wenig Zucker. Und dann kann man direkt sehen, dass dann noch ein paar Fees dazu kommen. Also das Getränk an sich kostet 22 Yuan. Es kommt aber noch 1 Yuan für Packaging dazu und 1,70 für Delivery Fee. Insgesamt zahlen wir also 24,70. Also da kommt gerade eine Drohne. Ich glaube, das ist sogar unsere Drohne und die fliegt echt schnell. Die ist jetzt da, wir können die jetzt abholen. Dafür müssen wir hier einen Code eingeben. Jetzt warten wir und wir können die Kiste rausnehmen. Wir machen das einmal hier auf. Oh, auch sehr vorsichtig verpackt. Also hier ist das Getränk drin. Und die haben das in solchen Pappdinger reingestellt, damit das nicht umkippt. Ich will das jetzt rausnehmen. Das hier falten wir einmal alles. Und dann kommt das hier rein. Es ist gerade ein bisschen voll. Deswegen versuche ich das mal hier rein zu quetschen. Also man sieht auf jeden Fall, es ist echt gut gefragt. Zudem werden Drohnen auch genutzt, um Güter zu transportieren. Wir stehen gerade zum Beispiel auf den Avatarbergen und da ist es ja nicht so einfach, irgendwelche Dinge nach oben und wieder runter zu bringen. Aber hier fliegen gerade hinter mir die ganze Zeit Drohnen hoch mit einem Eimer unten dran und bringen Sachen nach oben, also sehr, sehr effizient.
Hinter mir sieht man 4 richtig krasse Autos. Man denkt so, Porsche, Lamborghini, was ist das? Aber das sind tatsächlich alles Xiaomi-Autos. Und drinnen gibt es sogar noch mehr Autos. Also man darf die Autos anscheinend auch testen. Die Leute gehen einfach rein. Oh. Das Auto sieht schon sehr hochwertig aus, muss ich sagen. Hier ist sogar so ein Ding, damit ich mein Handy aufladen kann, glaube ich. Ja, MagSafe, ne? Wie praktisch. Okay, gucken wir mal, was das Auto kann. Also, hier ist ein riesiger Display auf jeden Fall. Und man kann hier, ich glaube, die Sitze erwärmen und kühlen. Merkst du was? Noch nix. Aber auf jeden Fall sehr, sehr bequem. Übelst hochwertig. Massage, merkst du was? Oh ja, Massage ist an. Oh. Aber wie praktisch. So für eine lange Fahrt auf jeden Fall nice. So, ich glaube, man kann hier noch in den Liegemodus. Guck mal. 正在进入零重力哦哦，请注意安全。 Oh, krass. Vor allem, dass man als Fahrer sogar in den Liegemodus Ja. ist richtig krass. Also ich denke, man darf so als Fahrer nicht fahren, aber wenn man sich ausruhen möchte, so auf einem Parkplatz, ist es echt angenehm. Oh, wie so ein Bett. Sascha läuft einfach weiter, das ist so bequem. Kannst du mal schauen, ob man den Stuhl wieder zurück machen kann? Ja, hier. Oh, ja. Ja, der fährt wieder zurück. 注意安全。 In die richtige Position. Oh, das ist echt cool. Ich bin echt beeindruckt. Oh, das haben wir gar nicht gesehen. Guck mal hier. Oh, stimmt. Oh, das ist ein Otter. Stimmt. Ich habe hier gar kein Display, um zu Stimmt. schauen, wie schnell ich fahre und so, sondern es wird alles hier vorne angezeigt. Also das ist mir gar nicht aufgefallen, ne? Auch so 3D-mäßig, ne? Sieht richtig 3D aus. Man kann hier vorne aufmachen. Soll ich mal aufmachen? Ja, machen wir auf. Es geht jetzt einfach auf. Oh. Und ich kann wieder zumachen. Wow. Also man kann hier eigentlich alles steuern darüber. Man kann hier die Boah. Kameras sehen. Von allen Winkeln. Das ist vorne. Nee, das ist hinten. Das Auto hinten. Das ist hier, hier oben an der Seite. Ja. Es hat alles Chinesisch, ne? Wir Ja. verstehen nicht so viel. TikTok gibt's hier auch auf. Hier chinesisches YouTube. Spiele kann man spielen. Das ist einfach wie ein Handy für dein Auto. Und ich bin ehrlich, ich finde die Stühle so bequem, ne? Hier gibt's noch. Oh, was ist das denn? Kann man runterdrücken für Getränke. Und auch wieder hoch machen. Was noch? Hier kann man auch sein Handy, glaube ich, aufladen. Guck mal. Seht das? Ich gucke mir mal meins. Das Handy lädt einfach. Ja. Hier rüber kann man es laden. Ich bin echt begeistert von dem Auto. Und wenn man hier rausgehen möchte, öffnet man die Tür nicht ganz normal, sondern man klickt auf einen Knopf und dann geht die Tür auf. Hier kann man sich auch die Farbe der Sitze aussuchen oder die Farbe des Autos. Also hier dann noch die Räder und so. Das ist echt so viel Auswahl. Welche Farbe würdet ihr nehmen? Ich glaube, ich würde ganz klassisch einfach nur schwarz nehmen. Also hier stehen auch die Preise. Die Standardversion kostet zum Beispiel 219.900 Yuan, die Pro-Version 249.900 Yuan und die Max-Version 303.900 Yuan. Das heißt, die günstigste Version bekommt man schon für 27.000. Findet ihr das teuer oder günstig? Ich kenne mich halt mit Autos nicht so aus, aber ich finde, es klingt sogar voll fair für das, was man bekommt. Also ich finde, die Autos sehen wirklich sehr hochwertig aus, teilweise wie Porsche, Lamborghini so. Wir sind jetzt in einem Huawei-Store und die haben hier auch Autos. Ja, Huawei hat auch E-Autos. Hier sind auch echt viele, aber die sind gerade alle besetzt, weil irgendjemand die testet oder gerade drin sitzt. Ich warte mal, bis jemand rauskommt und dann gehen wir auch in ein Auto und schauen uns das von innen an. Und so sieht das Auto von innen aus. Hier wieder auch extrem viele Bildschirme. Ein Bildschirm für den Beifahrer, ein Bildschirm in der Mitte mit den ganzen Kameras und ein Bildschirm für den Fahrer. Guck mal, was die alles können. Oh, wenn man hier drauf klickt, kann man die Umgebung sehen. Ich weiß nicht, wie akkurat das ist, weil hier sind eigentlich gar nicht so viele Autos. Doch, ich glaube, das ist die Straße. Doch, das passt schon. Hier ist die Straße. Die sieht man hier draußen. Und hier stehen ein paar Autos. Das sind die anderen, die man testen kann. Und dann hat man hier die Seitenspiegel. Auch sehr ungewohnt, dass die hier drin sind. Also draußen gibt es auch normale Spiegel, aber hier hat man nochmal diese Kamera als Seitenspiegel. Schauen wir, was es noch kann. Oh. Ja. Ah, okay, man kann die Stühle ausfahren und die Beine sogar hochlegen. Oh, der Ton ist gut, ja? Ja, der Sound ist richtig gut. Die Zeitung anmachen.
Massage. Massagemodus einstellen auf allen Sitzen. Wir sitzen gerade zu dritt im Auto. Der Herr hinter mir kommuniziert gerade mit dem Auto. Gesagt, die Tür geht auf. Die Tür ging auf. Die Tür ging auf. Auf der anderen Seite. Wow, wow. Was sagt er jetzt? Sagt er jetzt? 好的， Oh, die Tür geht wieder zu. Er sagt, die Tür geht zu. Crazy. Hey, sowas habe ich noch nie erlebt, ne? 打开全部车窗， Okay, was sagt er jetzt? 小一，小一，你好，打开全部车窗。好的， Oh, wow. Krass. 关闭所有车窗。 Krass, krass, krass. 好的， Geht wieder zu. Und das macht er alles nur mit der Sprache. Er sitzt gerade hinten. 好的， Oh, der ist jetzt ausgestiegen, leider. Schade, schade, schade. Man kann über den Bildschirm auch die Fenster runter machen. Also zum Beispiel, ich ziehe das jetzt runter und dann geht mein Fenster runter. Und dann kann ich es wieder hoch machen und dann geht es wieder hoch und das kann ich mit jedem Fenster hier machen. Wie cool. Also, wenn ihr raus wollt, einfach auf den Knopf klicken. Tada! So krass. Shabi Shabi? Shabi Shabi? Okay, nee, der reagiert nicht. Okay, ich sitze jetzt hinten. Wir fahren mal meinen Stuhl jetzt runter. 民众 Oh. 正在展开 Also der vorne geht nach vorne. Ich fahre nach links. Boah. Und jetzt kommt noch eine Armlehne runter. Oh, ist so bequem, ne? Ich habe hier richtig viel Platz. Boah. Boah. Es fährt sich hier noch aus hier. Ich saß noch nie in einem so krassen Auto drin. Okay, ich zeige euch mal was richtig Cooles hier. Komm mal mit. Das Auto hier, wir probieren es mal. Hier ist. Okay, das funktioniert irgendwie nicht. Hier vorne. Hier vorne. Okay. Ich nehme mal alle meine Kraft. People inside. Okay. Okay, ich probiere es mal nochmal. Hier. Wow. So krass. Bist du in China? Geht nicht, ne? No, it's not. Okay. Muss auch geht nur so. Eine Tür, die sich von selbst öffnet. Klingt wie Zukunft, ist hier aber Alltag. Und das war noch längst nicht alles. Wenn du mehr von China sehen willst, schau dir das nächste Video an.